Wir haben halt gemerkt, der Heilstrom wirkt überall und viele neue Interessierte sind sehr überrascht, wie stark man den Heilstrom spüren kann. Und das ist, denke ich, für viele auch ein Grund, dabei zu bleiben und es weiter auch für sich selber anzuwenden und dann dadurch auch die Erfolge zu erleben. Seit Ende der 90er Jahre gibt es auch in asiatischen Ländern Bruno Gröning Freunde und Gemeinschaften. Dabei ist die Entstehung und Entwicklung in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. In Japan war es so, dass die Frau Ebato, Japanerin in Deutschland, in München lebt. Und sie hatte vom Freundeskreis erfahren, hat große Heilungen bekommen. Und es war ihr Herzenswunsch dann, dass wir auch in Japan aktiv werden und Gemeinschaften aufbauen. Und das ist dann auch erfolgt. Wir haben dann auch mit ihrer Unterstützung dort Informationsvorträge gemacht und sind da praktisch jedes Jahr auch hingefahren. Thailand hat dadurch begonnen, dass ein Freund in Deutschland eine große Krebsheilung bekam. Er hat als Attaché an der deutschen Botschaft in Bangkok gearbeitet. Und er hatte dann daraufhin, nachdem er das erlebt hatte, auch den großen Wunsch, uns in Thailand für den Staat zu unterstützen. Und das hat er dann auch getan. Und daraufhin ist dann ein Informationsvortrag gelaufen und eine erste Gemeinschaft eröffnet worden. Auf einem Kongress in Malaysia, in Kota Bharu, hatten wir Kontakt bekommen zu einem Professor für Akupunktur. Und der hat uns eingeladen nach Peking. Und da sind wir dann auch gewesen. Ich muss sagen, das war für mich sehr erlebnisreich. Nur ganz wenige Chinesen sprechen Englisch. Und nur dadurch, dass wir dann Freunde aus Hongkong da hatten, die in der Lage waren, Englisch und Chinesisch zu sprechen, also das entsprechend zu übersetzen. Und das wurde mit ganz großem Interesse aufgenommen. Und es war aber dann nicht möglich, da Gemeinschaften zu starten, weil die Bedingungen in dem Land das nicht zuließen. Und so ist das immer wieder ein Auf und Ab in all den Ländern, in all den Jahren. Aber es war immer wieder der Gedanke, es ist jetzt noch nicht die Zeit, um es in die Größe zu bringen. Es ist jetzt einfach die Zeit der Vorbereitung, dass wir die nötigen Übersetzungen bekommen, um es vorzubereiten für eine Zeit, die kommt. In diesen knapp 2 Wochen sind wir in 6 Ländern gewesen und haben insgesamt 8 Stationen. Und wir sind also zunächst mal gestartet über Singapur, dann Thailand. Wir waren dann in Bangkok, haben dort eine Tagung gehabt und von Thailand aus sind wir nach Tokio geflogen. Das ging dann auch wieder durch die Nacht. Wir sind am Samstagmorgen, am letzten Samstag, morgens in der Frühe in Tokio angekommen, wurden ganz liebevoll abgeholt und sind dann direkt zu unserer Tagung gefahren, haben dann am Samstag, Sonntag in Tokio die Tagung gehabt. Wir sind dann von Tokio nach Hanoi geflogen, in Vietnam. Wir sind dann innerhalb Vietnam nach Ho Chi Minh City geflogen, dem ehemaligen Saigon, und haben dort auch die Gemeinschaft vorgefunden. Die waren eben auch dort versammelt und wir haben dann an einem Abend dort eine Gemeinschaftsstunde gehalten. Es begann hier in Vietnam mit einem Kongress für Esperanto 1999. Und im Jahr 2007 war es besonders, die Frau Häusler war zum ersten Mal da und eigentlich auch das einzige Mal dann. Und damals war es so, wir brauchten hier in Hanoi einen neuen Gemeinschaftsleiter. Und an dem letzten Morgen, bevor wir zum Flughafen mussten, hatten wir noch 1,5 Stunden Zeit, um noch ein Treffen mit den Freunden zu machen. Ja, und bei diesem Treffen lernten wir dann die Frau Nguyen kennen. Wir haben uns da sehr gefreut, dass Sie gleich mutig waren und Ja gesagt haben, die Gemeinschaft zu übernehmen.
Ich weiß damals auch nicht, was der Gemeinschaftsleiter machen soll und weiß auch nicht, ob ich das machen kann. Aber was ich ganz genau weiß, dass die deutschen Freunde zu uns gekommen, nur um uns zu helfen. Und sie wollen die gute Sache für uns bringen. Und deswegen habe ich zugesagt, wenn Frau Häusler mich fragt, ob ich Gruppenleiter leiten würde. Von unserer Gemeinschaft bis jetzt haben wir 4 Erfolgsberichte und auch die Hilfe. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Dann waren wir von dort aus in Jakarta, dann waren wir noch in Singapur. Ja, und die letzte Station dann nach Singapur war dann hier Australien. Wir sind gestern Morgen durch die Nacht sind wir geflogen von Singapur, sind hier dann in Sydney angekommen und dann ab Mittag war dann die Tagung. Ja, es gab über die Freunde einzelne Kontakte, zum Beispiel über ausgewanderte Freunde von Deutschland, die schon im Freundeskreis waren und auch von hier verwandtschaftliche Kontakte nach Deutschland. Und so entstand der Wunsch, zuerst in den Städten Sydney und Melbourne. Und man hat auch gesucht nach Kontakten und so wurde eine erste Reise geplant in der Mitte der 90er Jahre. Und es war so, dass dabei dann erste Gemeinschaften entstanden. Ja, ich bin im Jahr 2000 nach Sydney gekommen und damals gab es in Australien vereinzelte Freunde und auch in Sydney hatte sich gerade eine neue Gruppe gebildet, eine neue Gemeinschaft. Und die durfte ich nach einiger Zeit übernehmen. Und wir hatten dann lange eine Gemeinschaft in Sydney und eine andere Gemeinschaft in Melbourne. Aber wir haben dann auch Informationsvorträge gehalten in Canberra, in Atherton im Norden, das ist in Queensland. Und so haben sich mehr Freunde zusammengetan. Und wir haben halt gemerkt, der Heilstrom wirkt überall. Und viele neue Interessierte sind sehr überrascht, wie stark man den Heilstrom spüren kann. Und das ist, denke ich, für viele auch ein Grund, dabei zu bleiben und es weiter auch für sich selber anzuwenden und dann dadurch auch die Erfolge zu erleben. I am 72 years old. In 1973 ich bin 72 Jahre alt. 1973 stürzte ich eine Felswand hinab und verletzte meine Wirbelsäule. Es betraf L4, L5 und S1. Die Ärzte sagten mir, ich würde noch vor dem Alter von 45 Jahren im Rollstuhl sitzen. Ich konnte nicht lange sitzen, konnte nicht auf dem Bett liegen, nicht Auto fahren. Und ich bin Feuerwehrmann. Ich fahre normalerweise Feuerwehrfahrzeuge. Das machte es sehr schwer. Die Arbeit war sehr hart. Er nahm eine Menge Schmerzmittel, Entzündungshemmer, sogar Medikamente gegen die Entzündungshemmer, um Geschwüre zu verhindern. Meine Frau nahm mich mit zu einem Bruno Gröning-Treffen. Sie war neugierig geworden wegen eines Fotos, das sie bei einem Freund sah. Auf jeden Fall ging ich mit zum Treffen. Und seitdem kann ich alles machen, was ich will. Ich kann heben, ich kann fahren. Und die Filmcrew hier kann bezeugen, dass ich jetzt ohne Probleme einen Bus fahren kann. Jetzt ist er wieder bei der Feuerwehr, bekämpft Feuer, klettert auf Berge, schwimmt, fährt mit seinem Rad durch die Stadt. Er erledigt eine Menge Arbeiten in der Stadt. Er ist ein sehr starker Mann, so als ob nie etwas gewesen wäre. Wir sind sehr, sehr glücklich. Ich kann nur sagen, dass ich Gott danke für die Heilung, die ich erhalten habe. Ja, das war Australien und Neuseeland war immer weit hinterm Horizont, auch von Australien. Und es war immer auch mal mein Wunsch, auch dorthin zu kommen. Es ist ja genau auf der gegenüberliegenden Seite von Deutschland. Und so war das denn in diesem Jahr zum ersten Mal auch für mich. Es gibt da inzwischen 2 Städte, in denen Freunde und teilweise Gemeinschaften sind, und zwar Auckland und Wellington.